Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu dem Thema Jenseits der Staatsräson, Ansätze und Handlungsempfehlungen für eine neue deutsche Nahostpolitik. Dazu begrüße ich Dr. Muriel Asseburg, Senior Fellow in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich begrüße Philipp Holzapfel, bis Ende 2024 Nahostberater im Kabinett des Hohen Vertreters und Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und zurzeit Non-Resident Fellow beim Barcelona Center for International Affairs, und Dr. Alexander Schwarz, Jurist und Experte für internationales Strafrecht und Völkerrecht. Frau Asseburg, Sie haben das erste Wort. Bitte schön. Lieber Herr Feldhoff, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier mit Ihnen unser Papier zu Jenseits der Staatsräson, wie historische Verantwortung, strategische Interessen und Völkerrecht in Einklang gebracht werden können, zu diskutieren. Warum dieses Papier? Wir sind der Ansicht, dass mit der massiven kriegerischen Zuspitzung, wie wir sie im Nahen Osten erlebt haben in den letzten 2 Jahren, die Staatsräson-Doktrin in ihrer heutigen Auslegung weder der deutschen historischen Verantwortung noch unseren strategischen Interessen entspricht. Das gilt insbesondere für unser Interesse an der Aufrechterhaltung einer rechtsbasierten Weltordnung und einer handlungsfähigen EU, noch unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen. Und deshalb ist es höchste Zeit für eine Kurskorrektur. Das Papier, das wir vorgelegt haben, buchstabiert in 10 Punkten aus, wie entsprechende Politikansätze und konkrete Maßnahmen aussehen könnten. Im Zentrum stehen dabei 3 Felder, würde ich sagen: eine klare Orientierung an Völkerrecht und EU-Recht, ein umfassendes Verständnis historischer Verantwortung und ein intensiviertes Engagement für einen Friedensprozess, der die Selbstbestimmung beider Völker und gleiche Rechte ins Zentrum rückt, der Zivilgesellschaft strategisch unterstützt und konsistent gegen Spoiler vorgeht. Was ist das Besondere an diesem Papier? Wir haben dieses Papier in sehr engem Austausch mit der Nahost-Fachcommunity erarbeitet. Es präsentiert einen sehr weitgehenden überparteilichen Konsens unter Nahostfachleuten, sowohl aus der Wissenschaft als auch der Praxis, dahingehend, dass es eine Neuausrichtung der deutschen Nahostpolitik braucht und wie diese Grundorientierung, wie ich es gerade beschrieben habe, sein sollte. Das heißt nicht, dass jeder der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner jedem einzelnen Punkt in diesem Papier gleichermaßen Gewicht beimisst. Die Initiatoren des Papiers sind neben mir Philipp Holzapfel und Daniel Gerlach. Mitgearbeitet haben neben Nahostfachleuten auch Expertinnen und Experten aus anderen relevanten Disziplinen, insbesondere dem Völkerrecht und dem Völkerstrafrecht. Dazu gehört prominent auch Professor Kai Ambos, der leider heute nicht hier sein kann, aber wir haben sehr guten Ersatz. Mitgezeichnet haben außerdem eine ganze Reihe von Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern, wie Sie sehen können, und weitere Personen, die nicht alle namentlich aufgeführt sind. Bevor ich an meine Mitstreiter hier übergebe, würde ich gerne einen inhaltlichen Punkt machen zur Frage der umfassenden historischen Verantwortung Deutschlands. Worum geht es dabei? In den letzten Jahren ist die historische Verantwortung durch und mit dem Begriff der Staatsräson immer stärker verengt worden auf Israels nationale Sicherheit und in der Praxis dann auf eine Unterstützung der israelischen Regierung. Das ist angesichts der Politik der derzeitigen israelischen Regierung ganz besonders problematisch. Stichworte Demokratieabbau, Siedlungs- und Annexionspolitik, schwere Kriegsverbrechen. Aber es ist auch grundsätzlich problematisch, denn diese Verengung trägt der Verantwortung der Lehren aus den Menschheitsverbrechen der Shoah und den deutschen Angriffskriegen des 20. Jahrhunderts nicht Rechnung. 3 Punkte, denke ich, sind in dem Zusammenhang wichtig. Aufgrund seiner Geschichte hat Deutschland eine partikulare Verpflichtung zum Schutz jüdischen Lebens und zum Kampf gegen Antisemitismus. Das heißt, die aus der Shoah
erwachsende Verantwortung gilt in erster Linie gegenüber Jüdinnen und Juden, nicht gegenüber einer Regierung. Das Zweite ist, dass das nie wieder als universelles Prinzip verstanden werden muss, dass Deutschland eine herausgehobene Verantwortung aufgrund seiner Geschichte für den Einsatz für Menschenrechte und für Völkerrecht und Völkerstrafrecht hat. Und ich würde dazu sagen, auch ein herausgehobenes Interesse, dass auch die Partnerschaft mit Israel in diesen universellen Werten und internationalen Normen verankert sein muss. Und der dritte Punkt ist, dass die historische Verkettung von Shoah und Nakba die europäische Rolle bei der Entstehung des Konfliktes im Nahen Osten und die deutsche Unterstützung für den Staat Israel eine deutsche und europäische Mitverantwortung auch für das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser begründen. Und diese sekundäre Verantwortung begründet eine herausgehobene deutsche und europäische Verpflichtung, sich aktiv für eine Konfliktregelung im Nahen Osten einzusetzen, die die Selbstbestimmung beider Völker und gleiche Rechte sowie ein Leben der Flüchtlinge in Würde ermöglicht. Mantraartig das Ziel der Zwei-Staaten-Regelung zu wiederholen, zu postulieren, ohne es mit konkreten Maßnahmen zu unterfüttern, greift hier deutlich zu kurz. Konkrete Maßnahmen etwa wie eine konsistente Differenzierung, die ein Importverbot für Siedlungsprodukte beinhalten würde, oder die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Vielen Dank. Herr Holzhoff. Ja, lieber Herr Feldhoff, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und für Ihr Interesse. Ganz herzlichen Dank möchte ich auch an Daniel Gerlach richten, der nicht nur ausgewiesener Nahostexperte ist, sondern auch den Deutschen Levante Verlag leitet, der dieses Projekt getragen hat. Außerdem einen ganz herzlichen Dank an das Support-Team, ohne dessen Unterstützung diese Initiative kaum möglich gewesen wäre, insbesondere Xenia Kelemen, die das Policy Paper koordiniert hat, und Paula Martini, die die Website eingerichtet hat, sowie Pam Joly und Daniel Senn. Wie Frau Dr. Asseburg gerade schon erwähnte, handelt es sich hier nicht nur um eine überparteiliche, sondern auch eine berufsgruppenübergreifende Initiative aus Wissenschaft und Praxis. Was all diese Berufsgruppen gemein haben und was wir auch mit Ihnen als Medienvertreter gemein haben, ist, dass sie sich darauf spezialisiert haben, die Realität abzubilden, so wie sie ist. Die einen wissenschaftlich, die anderen justiziell oder durch politische Analyse, Lageberichte oder eben journalistisch. Im Zuge des Gazakriegs haben wir jedoch ein Phänomen gesehen, das man zuvor in dieser Häufung noch nicht erlebt hat, nämlich den Disclaimer: Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, der am Ende von fast jedem Augenzeugenbericht oder Video aus Gaza kam. Und das ist ja auch journalistisch handwerklich absolut korrekt. Was anfangs nur sehr vereinzelt, inzwischen etwas häufiger thematisiert wurde, ist der Grund dafür, den Sie alle kennen, nämlich die Tatsache, dass die israelische Regierung seit 2 Jahren keine internationalen Journalisten in den Gazastreifen einreisen lässt, und wenn dann nur embedded mit der IDF und mit den entsprechenden Einschränkungen. Das hat es in der Geschichte von Ländern, die sich zur Pressefreiheit bekennen, so noch nie gegeben. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass sich nicht unabhängig überprüfen lässt, unter welchen Umständen die mehr als 200 lokalen palästinensischen Journalisten ums Leben gekommen sind, wenn es nicht gerade vor laufender Kamera passiert, und die Hunderte von UN-Mitarbeitern, Ersthelfern, Sanitätern und so weiter. Das sind genau die Gruppen, die bei der Ermittlung von mutmaßlichen Kriegsverbrechen Schlüsselzeugen sind. Denn sie sehen ungleich mehr und können es auch fachlich einordnen als Normalsterbliche. Hinzu kommt, dass die internationalen Organisationen und Organe, die mandatiert sind, unabhängig und professionell Vorwürfe von Kriegsverbrechen bis hin zu Genozid zu überprüfen, dass denen auch der Zugang verwehrt wird und dass trotz der rechtsverbindlichen Anordnungen, die einschlägig sind, des Internationalen Gerichtshofs vom 24. Mai 2024, übrigens die dritten in Folge, auch das meines Wissens präzedenzlos in kurzer Folge. Was in einem regulären Strafverfahren passieren würde, wenn ein wegen eines schweren Verbrechens Angeklagter die Ermittlungen blockiert, kann sich jeder vorstellen. Nur verfügt der IGH und im Übrigen auch der IStGH, der Internationale Strafgerichtshof, über keine Vollzugskräfte. Die Polizei ist die internationale Gemeinschaft. Das sind wir.
Wir haben es also auch und vor allem mit einem Angriff auf die Wahrheitsfindung zu tun. Sowas hat es zwar schon oft gegeben von Schurkenstaaten wie Syrien unter Assad, Myanmar, Russland und so weiter, aber noch nie von einer Demokratie und schon gar nicht mit der Unterstützung anderer Demokratien. Deswegen geht es bei dieser Initiative darum, Fachleute mit einem bestimmten Profil zusammenzubringen, nämlich solche, die sich langjährig und intensiv mit der Region, einschließlich Israel und Palästina, befasst haben, die auch umfangreiche Erfahrungen aus erster Hand von vor Ort in der Region, einschließlich Israel und Palästina, gesammelt haben und sich die Mühe gemacht haben, die Sprachen der Region zu lernen, um wirklich zu verstehen, wie die Akteure denken. Diese Fachleute können Ihnen heute auch nicht sagen, ob die Opferzahlen in Gaza näher an 60.000 oder näher an 600.000 ist. Aber Sie kennen den Gesamtkontext. Sie kennen die Akteure, die Denkweisen, die politischen Dynamiken, die Geschichte und so weiter. Und aufgrund dieser Sachkenntnis gibt es da einen Grundkonsens, wie in anderen Wissenschaftsbereichen auch, der nichts mit politischer Ausrichtung zu tun hat, außer dem Bekenntnis zu den Werten des Grundgesetzes, natürlich zu denen Herr Dr. Schwarz gleich etwas sagen wird. Diesen Grundkonsens haben wir versucht, gemeinsam in diesem Papier abzubilden. Man kann natürlich auch weiterhin anderer Meinung sein, aber man kann nicht mehr behaupten, dass die aktuelle Politik der Staatsräson von der Fachcommunity, in der Fachcommunity nennenswerten Rückhalt hat. Der Aspekt der Wahrheitsfindung, auf den ich mich hier konzentriert habe und der gewissermaßen ursächlich auch ist für diese Initiative, findet sich im Papier unter anderem bei Punkt 7. Aber aufgrund der Dringlichkeit des Handelns stehen andere Punkte im Vordergrund, insbesondere die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen, zu denen nun Herr Dr. Schwarz gleich was sagen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schwarz. Bitte. Ja, lieber Herr Feldhoff, sehr geehrte Damen und Herren, das Grundgesetz verpflichtet Deutschland in besonderer Weise, sich zu den Menschenrechten und zum Völkerrecht zu bekennen. Schon in Artikel 1 heißt es unmissverständlich, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieses Fundament ist nicht nur für unser innerstaatliches Recht verbindlich, sondern weist zugleich über unsere Grenzen hinaus. Es bindet uns an die universellen Menschenrechte, die allen Menschen zustehen. Artikel 25 des Grundgesetzes geht noch einen Schritt weiter. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie stehen über den Gesetzen und schaffen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Menschen in unserem Land. Damit erkennt das Grundgesetz ausdrücklich an, dass wir Teil einer internationalen Rechtsordnung sind, welche die Einhaltung fundamentaler Rechtsprinzipien sichern soll. Hinzu kommt Artikel 59, der klarstellt, dass völkerrechtliche Verträge, die Deutschland schließt, nicht nur politische Absichtserklärungen sind, sondern verbindliche Wirkung im Innern entfalten. Das heißt, unsere Zustimmung zu völkerrechtlichen Verträgen und unsere Verpflichtung zu deren Einhaltung sind keine freiwilligen Gesten, sie sind Kernbestand unserer verfassungsrechtlichen Ordnung. Diese Verankerung im Grundgesetz hat einen tiefen historischen Grund. Nach den Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur und den Schrecken des Holocausts wollte die Bundesrepublik einen klaren Bruch mit der Missachtung des Völkerrechts und der systematischen Entrechtung von Menschen vollziehen. Das Bekenntnis zum Völkerrecht ist also nicht nur juristisch geboten, sondern auch eine moralische Lehre aus unserer Geschichte. Die Bundesregierung stattdessen reklamiert eine Staatsräson, die sich in bedingungsloser Solidarität mit Israel erschöpft und vollzieht dabei eine folgenschwere Priorisierung. Sie erhebt die sogenannte Staatsräson, ein vordemokratischer, machiavellistischer Begriff, über die Konstitutionalität des Grundgesetzes und insbesondere über die Hierarchie des Völkerrechts. Damit wird ein rein politisches Bekenntnis zum Ersatz für Rechtsnormen gemacht. Zugleich wird ein zentrales rechtsstaatliches Postulat ignoriert. Nicht das Recht muss sich der Politik unterwerfen, sondern die Politik dem Recht. Dieses Dogma schlägt sich in die Praxis um, und zwar unter anderem in Form von deutschen Rüstungsexporten in einen Kontext, in dem schwerste Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und genozidale Handlungen dokumentiert sind. Das Völkerrecht ist hier eindeutig. Der internationale Waffenhandelsvertrag verpflichtet Deutschland gemäß Artikel 7 Absatz 3, Lieferungen dann zu untersagen, wenn ein überwiegendes Risiko für Völkerrechtsverstöße wie etwa durch Kriegsverbrechen besteht. Der gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union kodifiziert dieselbe Pflicht und die Genfer Konvention und die Genozidkonvention verschärfen diese Verantwortung noch, weil die drohende Beihilfe zu schweren Verbrechen nicht bloß ein politisches Risiko, sondern eine justiziable Pflichtverletzung bedeutet.
Anders gesagt, die fortgesetzten Rüstungsexporte der Bundesregierung sind völkerrechtswidrig und müssen ausgesetzt werden. Und zwar sowohl für solche Waffen, die zur Kriegsführung in Gaza beitragen, als auch solche, die in den besetzten Gebieten, einschließlich Ostjerusalem und dem Westjordanland, eingesetzt werden können. Im Hinblick auf die letztgenannten Gebiete widersprechen Rüstungsexporte insbesondere den Vorgaben des Internationalen Gerichtshofs. Noch deutlicher ist das Versagen im Umgang mit dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 19. Juli 2024 zu den rechtlichen Folgen von Israels Besatzungspolitik. Der IGH hat in seltener Klarheit festgestellt, die Besatzung Palästinas durch Israel ist völkerrechtswidrig und verstößt gegen das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Entscheidend ist jedoch, dass Drittstaaten, also auch Deutschland, verpflichtet sind, diese Besatzung nicht zu unterstützen. Das bedeutet keine ökonomische Kooperation, die Siedlungen begünstigt, keine Einfuhr von Produkten aus Siedlungen oder den Austausch von Gütern aus besetzten Gebieten und vor allem keine militärische Unterstützung, die das Unrecht der Besatzung perpetuiert. Schlussendlich ist zur Stärkung einer regelbasierten Ordnung auch die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs bei der Durchsetzung von Haftbefehlen gegen Mitglieder der israelischen Regierung notwendig. Wir dürfen nicht vergessen, die internationale Strafjustiz ist das direkte Erbe von Nürnberg und damit Teil der europäischen Nachkriegsordnung. Sie ist die zivilisatorische Antwort auf den Befund, dass schwerste Völkerrechtsverbrechen nicht straflos bleiben dürfen, und zwar ohne Ansehen der Person. Wer aber für Wladimir Putin internationale Strafverfolgung fordert, sie aber im Fall von Benjamin Netanyahu sabotiert, demontiert die Idee einer objektiven Justiz. Die Glaubwürdigkeit Deutschlands als Verteidiger einer internationalen Strafjustiz steht und fällt mit dem Prinzip der Gleichheit vor dem Recht. Deutschland muss deshalb zeigen, dass es bereit ist, diese Prinzipien zu verteidigen, auch und gerade wenn sie unbequem werden. Wenn wir all dies zusammendenken, also die Bindung des Grundgesetzes an das Völkerrecht, die Unvereinbarkeit fortgesetzter Waffenlieferungen mit völkerrechtlichen Normen, die Rechtsprechung der internationalen Gerichtshöfe und die Prinzipien der internationalen Strafjustiz, dann zeigt sich ein bedauerlicher roter Faden. Die Bundesregierung bewegt sich in wachsendem Widerspruch zum rechtlichen Fundament, auf dem die Bundesrepublik errichtet wurde. Es geht aber nicht um Staatsräson oder Völkerrecht, sondern, wenn überhaupt, um eine völkerrechtskonforme Staatsräson. Insofern ist der Umgang mit der völkerrechtswidrigen Kriegsführung in Gaza nicht nur eine Bewährungsprobe für das demokratische Selbstverständnis und für ein Bekenntnis zum Primat des Rechts, sondern auch für eine Neuausrichtung einer Staatsräson, welche die Lehren der Geschichte nicht selektiv anwendet. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Irgendjemand muss beginnen. Frau Seiler, vor Ihnen ist ein Mikrofon. Ich habe gar kein Mikrofon. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Schwarz. Wie können Sie sich denn erklären, dass vor dem, was Sie gerade vorgetragen haben, was ja absolut schlüssig ist, was ja eigentlich nicht in Frage steht, aber trotzdem es so gut wie nichts gibt, was zum Beispiel Waffenlieferung stoppt, also keine Eilentscheidung bei den Gerichten. Warum ist das so? Das große Problem bei den Eilentscheidungen vor deutschen Gerichten ist, dass es nach Auffassung der bisherigen Rechtsprechung den jeweiligen Antragstellern, in dem Fall Überlebenden aus Gaza, die für sich Artikel 2 des Grundgesetzes in Anspruch nehmen, nämlich das Recht auf Leben, dass diese nicht antragsbefugt sind, dass sie also nicht die Möglichkeit haben, sich auf das Recht und den Schutz, den das Rüstungsexportkontrollrecht ihnen eigentlich bieten sollte, berufen dürfen. Mit anderen Worten, die Antragsteller dringen nicht durch zu der völkerrechtlichen Kernfrage, die ich heute angesprochen habe. Es kommt also gar nicht erst zu der gerichtlichen Prüfung, ob Deutschland hier gegen völkerrechtliche Verpflichtungen verstößt. Man könnte es kafkaesk beschreiben, der Zugang zum Recht bleibt bislang verwehrt. Man steht so quasi vor den Toren des Gerichts, aber wird nicht als antragsbefugt oder als klagebefugt anerkannt. Und das ist das bislang größte Problem. Diese Verfahren laufen aber weiter. Es wird auch eine Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe geben, die möglicherweise genau diese Rechtsfrage und auch den Zugang zum Recht noch mal abschließend klärt. Können Sie sagen, wann mit dieser Klage zu rechnen ist in Karlsruhe? Es ist beabsichtigt, eine Klage zum 20. Oktober diesen Jahres einzureichen. Weitere Fragen? Herr Dittchen. Da sind Sie. Da sind Sie. Ja. Ja, danke. Herr Holzapfel oder wer auch immer das beantworten kann, vielleicht können Sie noch mal erklären, wenn Sie sagen, man kann nicht mehr sagen, dass die Politik der Staatsräson
die Rückendeckung der Fachcommunity hat, inwieweit Sie das auch auf Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im Auswärtigen Amt beziehen würden. Wie ist die Stimmung da? Und vielleicht geben Sie uns auch noch mal eine Einschätzung zu dem, was Sie im politischen Spektrum sehen zurzeit und erwarten an Diskussionsbereitschaft. Ja, also wie es auch im Papier geschrieben ist, sind alle Beteiligten hier in persönlicher Eigenschaft daran beteiligt. Das geht unabhängig von der Berufsgruppe. Und Sie haben vielleicht die Berichterstattung verfolgt, dass es im Auswärtigen Amt natürlich auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Es sind auch einige unter den Unterzeichnenden dieses Papiers, teilweise öffentlich, teilweise nicht öffentlich. Aber ansonsten sind sozusagen die internen Debatten im Auswärtigen Amt sollten auch intern bleiben. Das ist so vereinbart. Dann nochmal die Frage, Blick auf weiteren politischen Raum, wo Sie da Möglichkeiten sehen, mit Ihren Vorschlägen in produktive Gespräche zu kommen. Gespräche mit der Regierung? Ich fasse das mal allgemeiner, den politischen Raum. Das ist ja ein Thema, das betrifft nicht nur die Regierung, das betrifft intensiv das Parlament, Bundestagsfraktionen, Selbstverständlich. Parteien. Selbstverständlich. Was wir machen können, eben als Sachverständige mit diesem Profil, das ich dargelegt habe, ist zu sagen, einmal was ist und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen, welche Politik sich daraus ergibt. Sie können das Papier, Sie haben es vielleicht noch nicht gelesen, aber es ist im Wesentlichen etwas, was man auch direkt so umsetzen könnte. Da stehen im Übrigen Sachen drin, die noch nicht gemacht werden. Wir haben jetzt nicht alles aufgeführt, was man machen sollte, wenn es ohnehin schon geschieht, sondern es sind eben die Dinge, die noch nicht gemacht werden und die aber auch im Wesentlichen telquel umgesetzt werden könnten. Also es ist ja ein operatives Papier. Wie das dann geschieht, was daraus wird, das müssen andere entscheiden. Das muss im Bundestag hoffentlich diskutiert werden. Das muss auch intern in der Regierung diskutiert werden. Wir können nur sagen, was aus unserer Sicht gemacht werden sollte. Das ist das Ziel dieses Papiers. Wenn ich vielleicht ergänzen darf, ich denke tatsächlich, wir haben diese beiden Pole. Auf der einen Seite ist dieses Thema so stark toxisch, es ist nach wie vor so polarisierend, es ist sehr schwierig, eine konstruktive Debatte dazu zu führen. Und auf der anderen Seite haben wir es ja auch in allen Parteien, wir haben es in den Fraktionen, dass wir so unterschiedliche Positionierungen dazu haben und dass die Debatte unter der Oberfläche brodelt. Und dass immer mehr Politikerinnen und Politiker ja auch sehen, dass die Doktrin an sich keine Antworten gibt auf die drängenden Fragen, was man tatsächlich konkret jeden Tag tun muss. Insofern sehe ich schon, dass Notwendigkeit da ist für diese Debatte. Und ich erwarte, sicher nicht im gesamten Spektrum, aber doch bei sehr vielen auch, das Interesse, sich weiter damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man zu einer Nahostpolitik kommen kann, die eben die unterschiedlichen Voraussetzungen erfüllt und nicht so verengt bleibt, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Herr Jessen. Frau Asseburg, ist eigentlich die Art und Weise, wie heute über Staatsräson und deren Verengung diskutiert wird im politischen Raum, noch das, was Angela Merkel 2008 in ihrer Rede vor der Knesset damit gemeint hat? Laufen wir, die das kritisch sehen, nicht vielleicht in eine Verengung rein? Merkel hatte ja damals gesagt, das Bekenntnis oder die historische Verantwortung Deutschlands für die Shoah sei Teil der Staatsräson. Und daraus wurde dann und wird heute gemacht, sozusagen Israels staatliche Sicherheitsinteressen über alles andere stellen. Das ist doch nicht dasselbe. Sehen Sie eine Möglichkeit darin, zu sagen, wir gehen mal zurück zu dem, was dieser Begriff historisch gemeint hat,
Merkel hat im Übrigen in ihrer Rede auch außerordentlich deutlich gesagt, dass Sicherheit nur in einer Zwei-Staaten-Lösung gegeben werden könne. Wäre das nicht ein sinnvoller Ansatz zu sagen, wir bekämpfen nicht den Begriff als solchen, sondern seine in der Zwischenzeit eingetretene historisch-politische und auch juristische Verengung? Das war das, was ich versucht habe zu erklären. Ja? Uns geht es darum, gegen diese Verengung anzugehen. Ich sehe das tatsächlich genauso. Zudem hat sie ja noch klar gemacht, es ist ein Teil der Staatsräson und es ist nicht die Staatsräson. Aber uns geht es nicht darum, über die Begrifflichkeit in allererster Linie zu streiten, sondern es geht uns tatsächlich um deutsche Nahostpolitik eher auszurichten an Völkerrecht, EU-Recht, an dieser umfassend verstandenen Verantwortung und die Idee, dass wir tatsächlich ein viel stärkeres Engagement brauchen Deutschlands im Nahen Osten, was diesen Ansprüchen auch gerecht wird. Und nicht das, was wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, in denen Deutschland sich eben politisch ja sehr zurückgehalten hat, wenn es um Fragen von Konfliktregelung geht. Wenn ich da noch anschließen darf, eine Frage. Steckt nicht in dem, was Friedrich Merz am 8. August erklärt hat, nachdem er gesagt hat, ja, Israel hat das Recht, seine staatliche Sicherheit zu schützen, dann sagte er, es sei überhaupt nicht mehr erkennbar, wie durch die aktuelle israelische Politik, vor allem durch die Kriegführung, dieses erreicht werden könne. Und deswegen vorerst keine deutschen Waffenlieferungen. Steckt nicht darin auch ein Stück sozusagen moderner Definition von Staatsräson, die eben nicht einfach nur ist, wir stehen hier Augen zu an der Seite Israels, der Regierung, egal was da ist. Ist das nicht ein Ansatzpunkt, wo man sagen kann, eigentlich ist Friedrich Merz der Kronzeuge gegen eine zu verengte Auffassung von Staatsräson? Darf ich kurz zu der Frage, was tatsächlich sozusagen wie die Staatsräson definiert ist in der Rede von, ich glaube, 18. März 2008 von der damaligen Kanzlerin. Der Satz, wenn ich mich recht entsinne, war im Wortlaut, bezog sich auf die Sicherheit Israels, die immer ein Teil deutscher Staatsräson bleiben würde und nicht verhandelbar sei. Das war die Formulierung. Also es war durchaus auf die Sicherheit bezogen und dazu muss man sagen, dass eben auch 2008 schon Israel eine völkerrechtswidrige Besatzung fortgeführt hat, die seit damals 4 Jahrzehnten, glaube ich, andauerte mit einer Siedlungspolitik, die deutlich machte, dass das keine vorübergehende Besatzung ist. Das ist ja die Grundlage für eine Besatzung, dass sie immer dass sie nur völkerrechtskonform sein kann, wenn sie vorübergehend ist. Und deswegen hat der Internationale Gerichtshof letztes Jahr eben klargestellt, dass sie so bald wie möglich beendet werden müsste. Die UNO-Vollversammlung hat daraufhin eine Resolution erlassen, die eine Frist gesetzt hat von einem Jahr, die vor ein paar Wochen ausgelaufen ist und selbstverständlich nicht befolgt wurde. Also dieser Widerspruch zwischen einmal dieser nicht verhandelbaren Handlungsmaxime, das ja die Staatsräson beinhaltet, und der völkerrechtswidrigen Besatzung, die bestand auch schon 2008. Und heute hat sich die Situation eben noch deutlich verschlimmert, sodass dass dieser Widerspruch eben heute kaum noch zu leugnen ist. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Hinweis, ob Friedrich Merz der Kronzeuge einer veränderten Nahostpolitik sein kann durch seine Aussagen vom 8. August. Die Aussagen Friedrich Merz sind ja, wie wir wissen, nur in Hinblick auf einen sehr, sehr begrenzten Bereich von Rüstungsexporten überhaupt zu verstehen. Das sieht auch mittlerweile die Gerichte so in Hinblick auf die laufenden Verfahren. Es geht in keiner Weise um einen Lieferungsstopp. Es geht in keiner Weise um noch aktive Genehmigungen aus den letzten Jahren. Rüstungsexportgenehmigungen haben in der Regel eine bestimmte Gültigkeitsdauer über mehrere Jahre. Das kann bis zu 5 Jahre sein. Wir wissen gegenwärtig nicht, ob es nicht noch längst auch Kriegswaffengenehmigungen gibt aus den Jahren 2023 oder Anfang 2024, die aktiv sind. Ein klares Bekenntnis zum Völkerrecht in Hinblick auf eine Kehrtwende wäre gewesen, zu sagen, einen Lieferungsstopp auszusprechen und sich nicht in einer sehr
weit interpretierbaren Aussage letztendlich zu verlieren. Wir wissen auch jetzt über eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, die seit gestern öffentlich ist, dass seit den Aussagen von Friedrich Merz Rüstungsexporte im Wert von 2,4 Millionen Euro genehmigt worden sind für Israel. Und das Gleiche gilt übrigens nicht nur für Rüstungsexporte nach Gaza, sondern selbstverständlich auch für Rüstungsexporte, die im Westjordanland eingesetzt werden. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch aktive Genehmigungen im Hinblick auf Getriebeteile und Lizenzen für Getriebe der Merkava- und Nama-Panzer, die nachweislich sowohl in Gaza als auch im Westjordanland im Einsatz sind, von denen auch Hinweise vorliegen, dass sie völkerrechtswidrig zur Tötung von Zivilisten eingesetzt wurden, dass sie auch beim Einsatz gegen UNIFIL-Gebäude im Südlibanon eingesetzt wurden. Also wir haben einen Nachweis dahingehend, dass potenziell das starke Risiko besteht, dass mit deutschen Rüstungsexporten tatsächlich durch die israelische Kriegsführung gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen wird. Im Hinblick auf die Getriebeteile der Firma Renk ist immer noch ein Verfahren so quasi offen, das eben entsprechend fortgeführt wird und nach Karlsruhe getragen wird. Ich will damit nur sagen, mit anderen Worten, eine Kehrtwende wäre gewesen, oder um sich als Kronzeuge in Position zu stellen, zu sagen, ein klarer Lieferstopp, weil natürlich gilt auch für noch aktive Genehmigungen, dass sie gegen Völkerrecht verstoßen. Und der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille hat hier an diesem Ort am 1. September auf die Nachfrage von Thilo Jung geäußert, die Bundesregierung könne vieles, aber sie könne nicht Zeit und Raum verschieben, sie könne nicht Dinge, die in der Vergangenheit liegen, rückwirkend ändern. Diese Aussage ist zumindest eine gewisse Unkenntnis der deutschen Rechtslage zuzuschreiben, die nämlich nicht nur vorsieht, dass Verwaltungsakte wie Exportgenehmigungen zurückgenommen werden können, sie muss es sogar, wenn im Falle von Kriegswaffengenehmigung offenbar wird, dass Grund zu der Annahme besteht, dass mit diesen Waffen gegen humanitäres Völkerrecht verstoßen wird. Das ist eine Konstellation, die das Recht so vorsieht. Wer es nachlesen möchte, § 7 Absatz 3 des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Man kann selbstverständlich bereits erteilte Genehmigungen, die aber noch gültig und aktiv sind, zurücknehmen. Man muss es sogar. Herr Kollege. Abu Moilek von Al-Arabi TV. Basierend auf Ihrer Aussage, Dr. Schwarz, und auch Frau Dr. Asserburg und Herr Holzapfel, sehen Sie Konsequenzen für die deutsche Regierung, sowohl politisch, diplomatisch oder wirtschaftlich oder auch juristisch, wenn diese verengte Form von Staatsräson immer noch befolgt wird und die ewige Unterstützung für Israel so weitergeführt wird, wie das in den letzten 2 Jahren? Sehen Sie irgendwelche mittelfristige Konsequenzen dafür gegen die deutsche Regierung oder Deutschlands Interessen? Ich denke, es ist sehr offensichtlich, dass es schwierig ist für Deutschland, als Partner in der Welt gesehen zu werden, dass in großen Teilen des globalen Südens Deutschland, die deutsche Politik in Bezug auf Israel, Palästina, steht eigentlich für das Versagen des Westens, das Blutvergießen dort zu stoppen und als mitschuldig gesehen wird für die Verbrechen, die dort derzeit verübt werden. Das beeinträchtigt das Standing Deutschlands in der Welt. Das macht es sehr schwierig, das, was wir andernorts einfordern, dem Gewicht zu verleihen. Ja, also der Durchsetzung von Völkerrecht und humanitärem Völkerrecht. Und das schwächt die Europäische Union, weil wir dort keine konsistente Politik verfolgen können. Wir haben das bei den Diskussionen jetzt über die Aussetzung des Assoziierungsabkommens gesehen, wo Deutschland eines der Länder ist, die die Aussetzung blockiert, obwohl die EU-Kommission ja festgestellt hat, dass Israel Artikel 2 des Assoziierungsabkommens verletzt. Also folgerichtig das Abkommen ausgesetzt werden müsste. Herr Dietjen. Ich würde noch gern vielleicht dazu kurz ergänzen, die Rolle Deutschlands in der internationalen Diplomatie im Völkerrecht. Deutschland war stets immer ein Vorreiter der internationalen Strafjustiz, hat hier immer selbst die eigene Rolle als Hebel eingesetzt und auch so verstanden. Natürlich kann diese Glaubwürdigkeit nur massiven Schaden nehmen und ist bereits auf internationalen Foren eben dahingehend wahrgenommen, dass man diese Doppelstandards
sieht und wahrnimmt und damit natürlich auch die Glaubwürdigkeit einer Verhandlungsposition Deutschlands in den internationalen Gremien, bei den Vereinten Nationen, in der Assembly of State Parties des Rom-Statutes als solche wahrnimmt und damit natürlich auch eine Schwächung genau dieser Institutionen herbeiführt, die eigentlich Deutschland stärkt und die historisch betrachtet wichtige Institutionen der europäischen Nachkriegsordnung sind. Keines dieser Institutionen kommt auf einen Verweis der historischen Verantwortung der Massenverbrechen des Zweiten Weltkrieges aus. Und gleichzeitig sind es diese Foren, die wir brauchen und eben auch stärken müssen, damit das Völkerrecht seine Rolle in der Welt wahrnehmen kann und eine befriedende Funktion auch gerade ausüben kann. Und dass da Deutschland jetzt eine massive Schwächung erfahren hat und in Zukunft erfahren wird, das ist eigentlich das fatale Signal, das eben mit dieser Haltung auch einhergeht. Wenn ich dazu noch ergänzen darf, im Titel des Papiers werden ja drei Punkte erwähnt: die historische Verantwortung, die strategischen Interessen und das Völkerrecht. Die strategischen Interessen sind natürlich von dieser Politik bereits berührt. Der Flurschaden ist enorm, denn Deutschland hat sich über viele Jahrzehnte nach der Stunde Null, nach dem moralischen Totalbankrott und der Kapitulation über 80 Jahre ein hohes Ansehen wieder erworben durch seine Besserung gewissermaßen. Der Grund, warum wir diese Initiative gestartet haben, ist, weil wir auch daran glauben, dass Deutschland sich tatsächlich verändert hat und dass die Politik, die wir jetzt gerade sehen, eben nicht repräsentativ ist für dieses Land, für seine rechtlichen Verpflichtungen, aber auch für die öffentliche Meinung. Dass es zwar schon spät ist, aber noch nicht zu spät, um das Ruder wieder rumzureißen und zurückzukehren zu dieser doch ja fast schon moralischen Autorität, die sich Deutschland erworben hatte, weil es eben als besonders Völkerrechts, als Verfechterin des Völkerrechts galt, mit dieser einen großen Achillesferse, die eben der Nahe Osten und die Staatsräson darstellt. Und das muss geändert werden. Jetzt ist Herr Dittin. Ja, Sie setzen sich ja in Ihrem Papier dafür ein, die Einstufung der BDS-Bewegung als verfassungsfeindlich aufzuheben. Und auch wenn man nicht den Forderungen, so formulieren Sie das, zustimmt, in einen kritischen Dialog mit denen zu treten, das ist sicherlich ein Punkt, an dem es möglicherweise oder wahrscheinlich Kritik an Ihrem Papier geben wird. Aber vielleicht können Sie das in der Sache noch mal erläutern und vor allen Dingen erklären, wie so ein Dialog überhaupt stattfinden soll, wenn wir in einer Situation sind, wo jedenfalls öffentliche Räume für so einen Dialog wahrscheinlich gar nicht zugänglich sind. Ich kann gerne. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dieses Papier unterstützt BDS nicht, ja, ist keine Befürwortung von BDS. Was wir sagen ist, dass BDS nicht, also Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen nicht illegal sind, solange sie im Rahmen des Grundgesetzes sich abspielen und nicht gegen Strafrecht verstoßen, und dass man sie als Meinungsäußerung, auch wenn sie einem nicht gefällt, dann tolerieren muss. Wir denken auch, dass es sinnvoll ist, wie bei anderen Spoilern auch, die sich gegen Frieden und Aussöhnung stellen, in einen konstruktiven Dialog zu gehen, Kommunikationskanäle zu etablieren. Und das ist vielleicht eines der Probleme, das wir in den letzten 2 Jahren in Deutschland so deutlich gesehen haben, dass diese Räume nicht geschaffen worden sind, dass wir keinen Austausch mit Personen unterschiedlicher Perspektiven haben zu diesem Konflikt, sowohl was die Zukunft angeht, die Visionen für die Zukunft, als auch was die konkreten Maßnahmen, wie man da hinkommt, angeht. Ich sehe überhaupt kein Problem daran, diesen Raum zu schaffen und sich zusammenzusetzen und darüber zu sprechen und dabei auch darauf einzuwirken, dass, wenn boykottiert wird, dass das ein politischer Boykott ist und kein Boykott ist, der tatsächlich rassistisch, antisemitisch oder anderweitig diskriminierend ist. Also das Potenzial sehe ich durchaus. Darf ich noch mal nachfragen, Potenzial, aber Sie sagen, Sie sehen kein Problem, die Räume zu finden. Also ich
stelle mir jetzt vor, welche Universität, welcher öffentlicher Kulturraum sagt, wir machen hier eine Diskussionsveranstaltung und da sitzt jemand aus der BDS-Bewegung auf dem Podium. Die werden geschlossen, die kriegen ihre Mittel entzogen. Wenn wir über Räume sprechen, in denen Regierungsvertreter mit Spoilern sprechen, dann reden wir nicht über ein öffentliches Podium. Dann reden wir über einen vertraulichen Raum, in dem solche Gespräche stattfinden können. Und das scheint mir ohne Probleme möglich zu sein. Darf ich kurz? Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe hier. Das eine ist BDS-Bewegung, wie man damit umgeht in Deutschland. Das andere sind die Spoiler vor Ort, also beispielsweise Hamas oder andere, auch die radikale Siedlerbewegung und so weiter. Bei der BDS-Bewegung reden wir von den politischen Freiräumen in Deutschland, die extrem verengt worden sind in den letzten paar Jahren, eben auch als innenpolitische Weiterung der Staatsräson-Doktrin. Und da muss man sagen, dass die Meinungsfreiheit eben auch bedeutet, dass man Meinungen aushält, die man nicht teilt. Und in dem Papier ist auch klar gemacht, dass es keine Indozierung, dass es keine Unterstützung für BDS ist. Da haben die verschiedenen Unterzeichner unterschiedliche Ansichten und das war der gemeinsame Nenner, auf den man sich verständigt hat, aber dass eben eine Einstufung als gesichert extremistisch durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in der Sache einfach nicht gerechtfertigt ist, wenn man einen Blick auf die BDS-Website tut und da die 3 Ziele, die da formuliert sind, das ist einmal ein Ende der Besatzung von 67. Das ist gleiche Rechte für alle palästinensischen Bürger Israels. Und drittens das Rückkehrrecht auf der Grundlage der UN-Generalversammlungsresolution 194. Die ersten beiden, glaube ich, würden wir alle ohne Umschweife teilen. Beim dritten kann man auch nicht sagen, dass das verfassungswidrig wäre, egal ob man das jetzt teilt. Und das ist der Punkt. Dass man eine Bewegung, die sich im Verfassungsrahmen bewegt, ob man mit den Zielen einverstanden ist oder nicht, tolerieren muss und nicht als gesichert extremistisch oder per se antisemitisch diffamieren. Vielleicht noch in Ergänzung, was Herr Holzapfel sagt, zum völkerrechtlichen Kontext, auch dessen, was als Kernforderung mitunter von BDS erhoben wird. Ich habe es vorhin in meinem Eingangsstatement gesagt. Der Internationale Gerichtshof hat in seinem Gutachten vom 19. Juli 2024 ein ganzes Kapitel den Drittstaatenverpflichtungen gewidmet, also allen Staaten, die eine Verpflichtung trifft, aus der völkerrechtswidrigen Besatzung Israel, wie damit umzugehen ist. Und da werden sehr viele Punkte genannt, darunter eben auch, dass jegliche Kooperation mit Israel im Hinblick auf die Unterstützung der Aufrechterhaltung der völkerrechtswidrigen Besatzung gegen Völkerrecht verstößt und dass dies zu unterlassen ist. Und das bedeutet eben zum Beispiel auch, dass ein Handel und ein Austausch mit Gütern aus den besetzten Gebieten eben völkerrechtswidrig wäre und deswegen nicht weiter fortgeführt werden darf. Das sind eigentlich Kernforderungen, um auch hier der Versachlichung der Debatte, eines der Kernziele dieses Expertenpapiers, auch so ein bisschen gerecht zu werden und sich mal zu fragen, weg von diesem dämonisierenden Framing hin zu der Frage, was das Völkerrecht eigentlich zu Boykottforderungen tatsächlich sagt. Und da lohnt sich ein Blick in das Gutachten des IGH vom 19. Juli 2024, auch durch die Bundesregierung, um sich zu fragen, welche völkerrechtlichen Verpflichtungen hieraus eigentlich resultieren. Noch ein Zusatz, weil das Thema interessiert, glaube ich, auch BDS. Wo die historische Verantwortung für die Shoah auch mit reinspielt. Und das wäre ein Punkt, wo wir in dem Papier auch eine Unterscheidung gemacht haben, sagen wir, zu den BDS, zur Handhabung von BDS in anderen Ländern. Wir hatten ja kürzlich den Fall in Gent, in Brüssel, wo ein israelischer Dirigent im Ausgeladen wurde, weil er sich nicht klar genug nach Auffassung der Organisatoren gegen die israelische Regierung gestellt hat und gegen das, was in Gaza gerade passiert. Man kann in Situationen wie diesen, wo es viele Menschen gibt, die Hunderte von Familienmitgliedern verloren haben, Hunderte, und ich kenne welche, kann man nicht von Leuten erwarten, dass sie nicht wütend sind. Und das muss man respektieren. Gleichzeitig haben wir natürlich eine besondere Verantwortung, dass solche
Boykotte dann nicht rassistisch oder antisemitisch sind. Und von dem, was wir wissen, was wir sehen auf der Website, was die öffentlichen Äußerungen der Organisation selbst sind, oder der Bewegung, es ist, glaube ich, kein e.V., ist klar, dass die Ziele nicht verfassungswidrig sind. Das muss man einfach so feststellen. Dass es dann Menschen gibt, die im Namen von BDS Dinge tun, die rechtswidrig sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber man muss da klar trennen. Und die Unterscheidung, die wir machen, ist, dass wir sagen, wir würden uns besonders dafür einsetzen, dass eben auch gerade das israelische Friedenslager mit einbezogen wird. Und wir hatten lange Diskussionen mit der Sängerin Noor, die Sie vielleicht kennen, Eurovision 2009. Das war die einzige israelische Teilnehmerin, die mit einer palästinensischen Sängerin, also israelische Staatsbürgerin auch, aufgetreten ist, damals bei Eurovision, die erstmal Probleme damit hatte, weil sie natürlich auch Zielscheibe von BDS ist oft. Gleichzeitig ist sie eine Friedensbewegte, die aber nicht so weit geht, wie das die BDS-Bewegung manchmal hätte, dass wir da eben diesen kritischen Dialog suchen wollen, um Möglichkeiten zu eröffnen, um da etwas, ich will mal sagen, weichere Kriterien, als das anderswo der Fall wäre. Und da spielt unsere historische Rolle, unsere historische Verantwortung natürlich eine Rolle, dass wir da versuchen müssen, die Lager zusammenzubringen und ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass dieser drohenden oder vielleicht schon anrollenden Welle von Antisemitismus weltweit, dass wir uns dem entgegenstellen. Bitte schön. Ja, danke schön. Ursprünglich wollte ich Frau Asseburg was fragen, das mache ich auch gleich noch, aber jetzt habe ich erst eine Nachfrage an den Holzapfel. Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Sie waren jetzt auch sehr emotional, aber der Fall, jetzt gerade der Ausladung des israelischen Dirigenten, wie passt der da rein? Also ich meine, das ist ja nur eine Person, die mit dem Leid der Menschen direkt vor Ort in Gaza nichts zu tun hatte, in der Rolle, in der Funktion. Richtig. Also die BDS-Bewegung in Gent sagt, der Boykott, also die Ausnahmen vom Boykott gelten nur für solche Israelis, die klar den Genozid verurteilen und die auch nicht sozusagen in der Kulturdiplomatie des Staates Israel beteiligt sind. Und das war bei dem Dirigenten eben nicht der Fall. Deswegen hat man da gesagt, wir wollen ihn hier nicht haben. Das wurde von deutscher Seite als antisemitisch verurteilt. Aber ich verstehe nicht, wie Sie dazu stehen. Da komme ich gleich zu. Als antisemitisch verurteilt, was es meines Erachtens per se nicht war. Aber das, was das Papier sagt, ist, dass wir zumindest in Deutschland von der BDS-Bewegung erwarten oder zumindest darauf hinarbeiten sollten, dass Israelis, die sich zu diesen Grundwerten bekennen, das ist gleiche Rechte für alle, friedliche Koexistenz und gegenseitige Anerkennung, dass die ausgenommen werden. Das wäre genau in diesem Fall, wäre er dann da vom Boykott ausgenommen worden. Gleichzeitig können wir nicht erwarten, dass die ganze Welt das so macht wie wir, denn die ganze Welt hat nicht unsere Geschichte. Und da muss man eben unterscheiden zwischen einer Entscheidung, mit der man nicht einverstanden sein kann, und dem sehr gravierenden Vorwurf des Antisemitismus. Ja, dann würde ich jetzt gerne Frau Asseburg fragen, weil das schließt auch an. Das ist ja auch eine Verantwortung, die Sie in Ihrem wissenschaftlichen Umfeld tragen. Das, was Sie jetzt in die Zivilgesellschaften projizieren, Brücken zu bauen, das gilt ja auch für das wissenschaftliche Umfeld. Wie sehr haben Sie sich gestreckt über Ihre Umfelder hinaus, um solche Brücken zu bauen, um Menschen mit einzubeziehen, die andere Standpunkte haben? Sie meinen jetzt konkret bei dem Papier? Oder Ja, allgemein? ganz konkret, genau. Ja, versuchen wir tatsächlich. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Leuten angeschrieben und versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Mit manchen ist es gelungen, manche haben sehr, sehr intensiv mit uns an dem Papier gearbeitet, haben kommentiert, Feedback gegeben, andere nicht. Kann man die Leute auch nicht zu zwingen natürlich, ne? Aber tatsächlich haben wir aus sehr unterschiedlichen Richtungen Feedback bekommen und haben das eingearbeitet, versucht, das zu einer Synthese zu kommen, so wie es uns letztlich richtig erschien. Diesen Outreach haben wir gemacht. Können Sie mir ein konkretes Beispiel geben, dass ich das verstehe, wie weit das reichte? Also das reicht auf der einen Seite von antizionistischen Israelis, Jüdinnen und Juden, die sich beteiligt haben, bis zu welchen, die eher im Mainstream stehen. Können Sie an den Unterschriften letztlich auch sehen. Und auf der palästinensischen Seite auch welche, von denen ich sagen würde, die sind im Mainstream, bis zu welchen, die eben eher kritisch sind, eher BDS-nah sind. Wobei ich denke, von denen hat niemand letztlich das Papier mitgezeichnet, richtig? BDS-nah? Ja. Müssen wir noch mal auf die Liste letztlich gucken. Aber wir haben versucht, tatsächlich diese unterschiedlichen Perspektiven und Strömungen zu beteiligen an der Diskussion, an der Auseinandersetzung über das Papier. Und nur damit Sie, also Noah hat das Papier mitgezeichnet. Der Vollname ist Achinoam Nini, ist auch aufgeführt am Ende. Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen. Sie haben ja mit dem Papier einen holistischen Ansatz vorgelegt, sozusagen was alles dazugehört. Und es ist dann eben das Papier für eine Wende. Jetzt beginnt jede Wende mit dem ersten Schritt oder der ersten Bewegung. Was aus dem von Ihnen aufgezeigten holistischen Zusammenhang wäre das erfolgversprechendste und vielleicht auch politisch notwendigste, wenn Sie es als Handlungsaufforderung an politische Entscheidungsgremien, Regierung, Parlament und auch zivilgesellschaftliche richten? Also gibt es so eine Art Ranking, die Top 1, 2, 3 auf einer To-Do-Liste, um die Wende einzuleiten? Ja, dich die Frage. Ging es an mich? Gut, gerne. Also für mich, wenn ich die 3 Top-Themen habe, dann ist es tatsächlich das erste die Völkerrechtsorientierung, die klare Unterwerfung der deutschen Politik, die Anerkennung des Völkerrechts, die Rückführung der Politik auf das Völkerrecht würde für mich im Vordergrund stehen und ganz konkret bezogen auf das IGH-Verfahren zum Genozid und die deutschen Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, sowie das IGH-Rechtsgutachten und die Umsetzung des Rechtsgutachtens, insbesondere in Bezug auf Siedlungspolitik. Das wäre sicher das, was der erste Punkt ist. Der zweite Punkt damit verbunden ist das politische Engagement, das ich in den letzten 2 Jahren vermisst habe, das konkrete, aktive Eintreten für eine Konfliktregelung seitens der deutschen Regierung, die sich viel zu lange gegen einen Waffenstillstand gestellt hat, die nicht Teil der französisch-saudischen Initiative ist, die nicht aktiv mit vorangetrieben hat. Also hier ein ganz konkretes Engagement und das aufsetzend und unterstützend und dabei unterstützend israelische und palästinensische Zivilgesellschaft. Und das hört sich vielleicht so banal an, zu sagen, Zivilgesellschaft unterstützen, aber wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass das Deutschland immer schwerer gefallen ist, weil wir so viele Organisationen ausgeschlossen haben von der Förderung, weil wir uns der Kriminalisierung von Zivilgesellschaft nicht entgegengestellt haben, weil wir Menschenrechtsverteidiger nicht effektiv geschützt haben. Deshalb ist das auch ein wichtiger und aktiver Punkt, denke ich. Wenn ich dann nachfragen darf, wenn wir schon auch in der Aktualität des Handelns sind, sehen Sie in den 20 Punkten, die Trump und möglicherweise in Teilen auch Netanyahu jetzt betreiben, irgendwelche Ansätze, wo Sie sagen, ja,
das trägt zu einer Friedenslösung und vielleicht auch politischen Wende bei? Ich sehe weniger in den 20 Punkten, aber mehr in dem Fakt, dass die Trump-Administration oder der Präsident seine Haltung verändert hat, so ein bisschen Anzeichen für Hoffnung. Dass das Thema der Gaza-Riviera in seiner ursprünglichen Form vom Tisch ist, dass es nicht mehr um die sogenannte freiwillige Auswanderung der Bevölkerung des Gazastreifens geht, sondern um einen Wiederaufbau und eine Entwicklung für die Bevölkerung des Gazastreifens. Das ist sicherlich ein Fortschritt. Und dass der amerikanische Präsident sich selbst hier so stark involviert, denke ich, ist auch ein Fortschritt, weil ohne die USA war klar, dass wir keine Fortschritte erzielen werden. Wenn wir die 20 Punkte anschauen, dann gibt es sehr, sehr viel Anlass zu zweifeln, ob diese Initiative tatsächlich zu einem haltbaren Waffenstillstand führen wird und ob sie vor allem danach uns in die richtige Richtung führt. Ja? Ob sie nicht eher dazu führt, dass es zu einer Verfestigung der Teilung von Westjordanland und Gazastreifen kommt, dass es zu einer sehr fremdbestimmten Entwicklung im Gazastreifen kommt und dass viele Fragen so ungeklärt sind, dass sie großes Potenzial zum Scheitern bieten, insbesondere die Frage des israelischen Rückzugs, die Frage, letztlich sind ja außer einer Frist keine Fristen geklärt in diesem Plan. Also abgesehen von der Frist der Freilassung der israelischen Geiseln sind alle Eckpunkte, alle Daten völlig offen. Die Frage, wann die Autonomiebehörde wieder zurückkommen kann, welche Art von Reformen von ihr erwartet werden. Also es ist sehr vage, sehr nebulös und deshalb ist meine Hoffnung gering, dass tatsächlich damit große Fortschritte erzielt werden. Wir müssen auch sagen, das ist das, was jetzt auf dem Tisch liegt und mit dem man arbeiten muss. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Ja, eine Frage für Herrn Holzapfel. Sie haben erwähnt, dass Sie den Eindruck haben, dass die Gesamtbevölkerung eigentlich nicht zu der Haltung der deutschen Politik steht. Und weil Sie denken, dass oder meinten, dass die Zivilbevölkerung findet, dass Deutschland es besser machen könnte. Denken Sie dann, dass die Regierung konservativer steht in diesem Punkt und die Staatsräson enger denkt als die meisten Deutschen? Ganz klar ist das der Fall. Also die Umfragen sprechen eine eindeutige Sprache und also auch alle anekdotischen Eindrücke bestätigen das, dass ich glaube 83% der Bevölkerung das israelische Vorgehen in Gaza nicht gut heißt. Also unbeliebter ist nur Krebs. Heute gab es eine Umfrage, dass 63% für die Anerkennung des Staates Palästina sind. Eine ähnliche Zahl ist auch für Sanktionen und auch, glaube ich, 63% sind der Meinung nach einer Forsa-Umfrage vor ungefähr 3 Wochen, dass Deutschland keine historische Verantwortung gegenüber Israel hat. Das ist nicht das, was wir sagen, aber das ist das Gefühl in der Bevölkerung, das ich auch verstehen kann, insoweit als eben die Staatsräson, diese dogmatische Auslegung auch dazu geführt hat, dass viele Menschen sich davon komplett abwenden und sagen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Und das ist auch nicht gut. Das heißt, die historische Verantwortung darf eben nie über dem universellen Prinzip und über der Universalität stehen. Wenn das gesichert ist, kann man danach sagen, und jetzt gucken wir, wie im Fall des Umgangs mit BDS, dass wir da bestimmte Akzente setzen und dass wir eben besonders uns für den Schutz jüdischen Lebens einsetzen. Das gilt aber in erster Linie für Deutschland, denn der Holocaust ist hier passiert, der ist nicht in Palästina passiert.
Und insofern ist das relativ klar, dass man da, also man hat die rechtlichen Verpflichtungen, die verfassungsmäßigen Verpflichtungen, man hat die öffentliche Meinung und man hat die strategischen Interessen auch, die da alle in dieselbe Richtung zeigen, dass die Staatsräson-Doktrin in der jetzigen Form abgeschafft werden muss. Darf ich kurz nachfragen, wie erklären Sie denn, dass die politischen Akteure sowohl die öffentliche Meinung, eigentlich in den Wind schlagen oder nicht so wahrnehmen? Oder warum sind die noch strenger? Oder warum gibt es eine Angst, um diese Meinung zu hören? Und auch, es wäre ja eigentlich einfach, sich auf das Recht zu berufen, auf das Völkerrecht, statt immer auf diese undefinierte Staatsräson. Meine Haupterklärung dafür ist, dass wir in allen Parteien ein sehr breites Meinungsspektrum dazu haben, einen sehr großen Dissens zu diesen Fragen haben und letztlich die politische Elite sich hier verpflichtet fühlt, diesen engen Begriff, diese enge Auslegung der Staatsräson zu verteidigen. Das wäre vielleicht anders, wenn die Wahlentscheidung von großen Teilen der Bevölkerung davon abhängen würde, von genau diesen Fragen. Ja? Also wenn sich die 83 oder in anderen Umfragen sind es 72%, die mit der deutschen Haltung da nicht zufrieden sind. Wenn sich das in Wählerstimmen und in Wählerwechsel umsetzen würde, hätte das vielleicht eine andere Auswirkung. Das ist ja aber nicht zwingend der Fall. Das heißt, es übersetzt sich nicht automatisch in Politik. Und damit bleibt diese von einem besonderen Verantwortungsbewusstsein getragene Position da erhalten. Wenn ich dazu noch ergänzen darf, ich glaube, dass diese Frage noch Generationen von Sozialwissenschaftlern und Sozialpsychologen beschäftigen wird, wie das sein konnte. Dass man sich teilweise vorkommt wie in Andersens Märchen vom Kaisers neuen Kleidern, dass alle es sehen. Und eine Kollegin, die in der DDR groß geworden ist, hat es mal verglichen mit der Spätphase, als die Bevölkerung schon ganz woanders war und auch die politische Klasse ganz anders geredet hat, wenn die Mikrofone aus waren, als vor laufender Kamera. Das hat ja auch Markus Lanz neulich in seinem Podcast thematisiert, dass die Leute danach zu ihm kämen und sagen, natürlich geschehen da Kriegsverbrechen, aber vor laufender Kamera trauen sie sich nicht, das zu sagen. Das hat schon ein bisschen autoritären Charakter. Autokratischen Charakter, diese Debatte. Wie gesagt, ich bin kein Sozialpsychologe, aber ich glaube, Groupthink und Angst als Antisemit diffamiert zu werden, spielen da eine Rolle. Scham auch für das, was Deutschland getan hat. Und das kommt zu so einer toxischen Mischung zusammen, dass wir ein Phänomen haben, das man sich von außen kaum noch erklären kann. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich. Ganz herzlichen Dank Ihnen. I'm thinking of a question. I'm collecting all my information.